Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr hier seht, habe ich gerade Besuch und wir stehen hier an einer ganz speziellen Stelle. Ich habe nämlich jetzt mal bei meinem Solarzaun das erste Modul einfach mal testweise eingehangen. Und wir hatten ja doch einige Fragen in letzter Zeit, besonders mit Splittsteinen und Modulen. Das kann ich natürlich euch nicht beantworten, deswegen habe ich mal jemand hier kommen lassen. Und zwar... Ja, ich bin der Carsten, ich bin von Nextosun, bin im Vertrieb tätig und betreue so ein bisschen das Bauprojekt von Marc hier, was aber sehr, sehr gut umgesetzt wurde bis jetzt schon. Genau, und da können wir nämlich mal die ganze Geschichte uns mal etwas näher anschauen. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier schon ziemlich viel gemacht. Wir haben einige Außenarbeiten beendet. Unsere Querriegel liegen schon drin, die Pfosten stehen. Und wie gesagt, das erste Modul habe ich jetzt mal eingehangen. Ich werde die anderen Module erst einhängen, wenn ich hier mit den schweren Arbeiten fertig bin. Und dann kommen wir nämlich gleich zu der Frage. Ich hänge die nämlich aus einem ganz bestimmten Grund nicht ein, weil ich nicht will, dass vielleicht jetzt beim Arbeiten ein Stein dagegen fliegt. Und das war nämlich auch die Hauptfrage von euch. Wie sieht es denn da aus? Was halten die Module so ab? Oder worauf sollte man generell bei diesen Modulen achten? Ja gut, also prinzipiell muss man schon mal von vornherein so ehrlich sein, das ist eine Glas-Glas-Scheibe. Es ist ein rahmenloses Glas-Glas-Modul mit einer 0,2 mm Waferfolie da drin. Das bedeutet, das ist wie ein Sicherheitsglas aufgebaut. Wir haben circa eine Glasstärke von 6 bis 7 mm insgesamt, also eine Modulstärke. Wenn wir jetzt hier an das Modul dran gehen und hauen da dran und treten da dran, da passiert genau gar nichts. Das haben wir auch probiert. Wir haben in der Firma mit dem Fußball, mit dem Tennisball dagegen geschossen und geschlagen. Das ist alles gut. Der Golfball, der hat es dann nicht mehr geschafft. Und so ehrlich müssen wir auch sein, wenn ich einen Stein habe in der Größe und werfe den volles Rohr dagegen oder ich klopfe mit dem Hammer dagegen, dann ist das reiner Vandalismus. Dann ist so ein Modul zerspringt. Also es springt, aber zerspringt nicht. Also wir haben jetzt keine Scherbenhaufen oder so, sondern es gibt dann einfach nur einen kleinen Impact und einen Riss. In dem Fall wäre das dann ein Versicherungsschaden. Wenn ich selber gemacht habe, ist es dann halt unglücklich. Ansonsten halten die Module schon wirklich einigstes aus. Und wir sagen auch immer, dass das hier schon so die Mindesthöhe ist, die wir von der Geländeoberkante weg wollen. Wir wollen immer so 30, 35 Zentimeter weg. Das passt natürlich nicht immer und überall. Wenn wir sehen, wir haben jetzt hier Versätze drin in dem Versatzsprung, komme ich dann halt auch mal ein Stück näher an den Boden dran. Das ist dann nun mal so. Aber die meisten Impacts, die wir haben, letztes Jahr hatte ich in meinem kompletten Kundenstamm genau 2. Die waren so in der Höhe, wenn wir das jetzt Geländeoberkante sind, so und bin bei 25 Zentimetern. Wenn man ein bisschen aufpasst, passiert da gar nichts. Da war ein Acker daneben, das war recht unglücklich. Wenn ich das hier so sehe, deinen Untergrund, mache ich mir hier eigentlich überhaupt gar keine großartigen Gedanken, dass hier irgendwas passiert. Ich meine, man geht hier auch nicht mit dem Bodenfräser dran, also dass man praktisch den Rasenmäher auf Null stellt. Und eine Idee, dass die Module erst einzuhängen, wenn die Stein- und Erdarbeiten beendet sind, das ist natürlich auch top. Das würde ich auch genauso machen. Hängen die Module ganz zum Schluss ein. Da siehst du dann den größten Erfolg von dem ganzen Zaunbau zum Schluss. Und es macht halt Sinn, weil die Module halt gar nicht gefährdet sind durch Steine oder mit der Flexarbeit ist. Dann gleich die nächste Frage zu den Modulen an sich. Jetzt haben wir ja hier diese Sorte verbaut. Gibt es denn da mal was Neues oder gibt es vielleicht auch andere Geschichten, die man da einbauen kann bei euch? Ja, also das ist, was wir hier sehen, ist unser Nextosun-Modul mit 320 Watt. Die gibt es auch noch in 480 Watt. Deutsche Herstellergarantie durch uns, 30 Jahre Leistungsgarantie, 90%, 15 Jahre Produktgarantie. Da haben wir jetzt was Neues. Wir arbeiten jetzt aktuell in Zukunft mit dem deutschen Hersteller IE Solar zusammen. Die erste Modulcharge kommt jetzt schon in wenigen Tagen. 480 Watt. Vorteil, deutsche Herstellergarantie, allerdings dann mit 30 Jahren Produktgarantie. Das bedeutet also, die werden schon ordentlich brummen und wir haben auch genug zum Tauschen. Wenn mal wirklich was kaputt geht, werden die dann auch von uns ausgewechselt, beziehungsweise von einem Partner oder man wechselt selber aus. So, dann eine andere Frage, die mich interessiert und wahrscheinlich euch auch. Der Zaun oder das ganze System, wie man den Zaun aufstellt, habt ihr ja gesehen, bei mir ist ja eigentlich super einfach. Jetzt gibt es vielleicht auch Leute, oder das haben mir schon viele von euch geschrieben, die wollen kein PV. Geht das auch ohne PV? Wenn ich eine Dressbarplatte, eine Aluminiumplatte oder irgendwas da reinbaue, ist das auch möglich? Das ist eine sehr interessante Frage, die ich so auch noch nicht oft bis gar noch nicht gehört habe. Natürlich ist das möglich. Wir verkaufen dir die Module einzeln, wir verkaufen dir den Stahl einzeln. Du kannst das Gestellsystem bei uns kaufen und kannst dir natürlich das Modul oder beziehungsweise die Lücke füllen, wie du willst. Das machen wir ja zum Beispiel auch, wenn wir nicht mehr ganz mit der Länge hinkommen und wir könnten jetzt den Pfosten nicht ganz da hinten, bei dir hat es halt perfekt gepasst und der Pfosten sitzt beispielsweise hier, da müssen wir das ja auch anders füllen. Oder man macht nur in jedes zweite Element oder jedes dritte Element ein PV-Modul rein. Das haben wir tatsächlich auch schon umgesetzt. Also auch das ist möglich.
Dann hast du halt die schöne Stahlkonstruktion von uns, die auf ewig hält. So, hier haben wir den Modulhalter. Und der Modulhalter ist genau geeicht für unsere Module, 6,4 mm, ist die Stärke von denen. Jetzt gibt es aber auch ein 7 mm, kommt aufs Modul drauf an. Dann dementsprechend wird der Modulhalter dann angepasst. Und dementsprechend müsst ihr einfach nur eure Füllmaterial kaufen. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Ich meine, wir haben auch schon ganz andere Sachen gemacht, dass wir hier ein U-Profil dran bauen. Das gibt's bei uns standardmäßig und dass man das mit Lamellen auffüllt. Das ist auch nochmal so eine Sache, dass wenn der Pfostenabstand nicht mehr passt, wo ein Modul reingeht, dann füllen wir das so auf. Ja? Aber insgesamt muss man schon mal sagen, dass dieser Zaun, und das habe ich in dem ersten Video auch schon gesagt, der Zaun der kostet vielleicht 250 € pro laufende Meter, das kann man so roundabout sagen. Wenn ich dann aber, das klingt alles noch sehr günstig, wenn ich dann aber auch noch mit einer Borde mit L-Steinen anfange und so viel Erdaushub habe wie die hier, dann bist du im Galabaubereich. Dann ist das wirklich schon Gartenlandschaftsbau, dann baust du dir halt einen richtig, richtig geilen Zaun hier hin. Und so muss man das Projekt auch angehen. Das hast du richtig gut gemacht, Marc. Das Ding steht hier wie eine Eins. Und vor allen Dingen für mich sehr wichtig, auch saumassiv. Das war ja der Knackpunkt, denn wir hatten hier ein bisschen rumgerätselt vorher. Ich kann es euch noch mal einblenden, so sah das hier mit Hecke aus. Das war ja einfach nicht mehr schön. Und jetzt hast du hier wirklich ein schönes, massives System. Und wichtig, ich wollte hier in erster Linie einen Zaun bauen. Und wenn man natürlich jetzt zu dem Zaun noch PV-Leistung dazu bekommt, hat man sowieso die Kosten für den Zaun und holt halt durch PV so viel wie möglich noch zurück. Genau das ist auch die Herangehensweise. Wir haben hier 3,5 mm Stahl verbaut. Das Ding ist für die Ewigkeit gebaut. So, das ist unser Premium-Modell. Das ist, wie gesagt, wenn du einen Zaun brauchst und nimmst dann den doppelten Nutzen mit und der bezahlt sich von alleine, egal auch in welcher Zeit, ob das jetzt 5, 10 oder 15 Jahre sind, je nachdem, wie aufwendig du dein Projekt baust, dann hast du dann halt einen Zaun, der sich irgendwann selbst bezahlt. Wenn du einen Zaun als sekundär siehst, du brauchst einfach den Strom und willst den Ost-West ausgerichtet und es passt alles und so weiter, dann nimmst du unseren Standard-Solarzaun, 140 € netto der laufende Meter. Du bist dann bei 700 € oder 600 € pro Kilowatt Peak. Das kriegst du alles hin, wenn die Kabelwege passen. Und dann hast du eine vertikale PV-Anlage. Das ist dann noch die andere Variante, die wir haben. Die kommt in Industrie, Gewerbe, Kommunen. Ist das eigentlich die erste Wahl. Und wenn du dann noch den Zweireihigen nimmst, dann bist du bei 600 € pro Kilowatt Peak. Dafür steht er dann schon und dann muss man gucken, wie man den anschließt. Ja, dann ist es wie eine PV-Anlage zu rechnen. Das heißt also quasi, ihr verkauft nicht nur für den privaten Endanwender wie mich, sondern auch, wie gesagt, groß für Gewerbe oder sagen wir mal den Bauern um die Ecke, der halt sein Feld noch ein bisschen zusätzlich nutzen will oder seine Grasfläche, wo die Kühe drauf stehen und hat da noch mal ein bisschen Agri-PV oben drauf. Genau, also aus der Landwirtschaft vom Acker, da kommen wir ja natürlich her. Das sind ja die ersten Projekte gewesen und das sind auch die größten Projekte, die 10, 20 Megawatt haben, die momentan im Bau befindlich sind. Aber auch wenn du beispielsweise in der Kommune für eine Pumpeanlage, für eine Kläranlage, wenn du da deinen Stromvertrag ordentlich decken willst und hast keine Dachflächen zur Verfügung, dann ist der Zaun erste Wahl. Das ist ein ganz große Kundengruppe von uns. Oder was wir jetzt auch neu im Programm haben, sind Parkplatzanlagen. Das bedeutet, wir nutzen einfach die Flächen zwischen den geparkten Autos, wo es halt reinpasst, und produzieren da Strom. Und da sind wir auch Kosten von dem Preis her, kann man sagen, die Hälfte bis ein Drittel von dem Preis, was eine Carport-Anlage kostet, mit mehr Ertrag. Ja, das heißt hier in dem Sinne, man nutzt quasi ungenutzte Flächen weiter mit. So, damit ist das Video eigentlich schon wieder lang genug geworden. Aber wie gesagt, es werden ja noch viele weitere Videos folgen, wo ich dann die PV-Module mit euch einhänge, einige Tests hier fahre und so weiter und so fort. Aber eine kleine Bitte an euch, wenn ihr irgendwelche Fragen an uns hier habt, schreibt sie doch bitte unten in die Kommentare. So ergibt sich dann immer noch mal etwas sinnvoller Zusatzcontent und wir können dann auch näher auf euch eingehen. Also, ich sage mal, danke, dass du da warst und wir sehen uns. Tschüss. Danke, ciao.